Ein sehr aufregendes Jahr geht zu Ende. Ein Jahr voller Abenteuer. Es war lustig. Manchmal zu lustig. Es war auch traurig. Vor allem war es spannend. Und so endet es auch. Mit Starkregen, Flussdurchquerung Und viel Matsch. Wie ist es, mit dem Oldtimer auf Weltreise zu sein? Auf dich warten Abenteuer, fremde Traditionen und Kultur. Gutes Essen und die nicht endenden Probleme mit unserem VW-Bus T3. Das ist meine Frau Alessandra, unser Kuscheldackel Wilma und die Alarmanlage Mali. Und ich bin Björn. Gemeinsam sind wir Roadhouse Bus. Guten Morgen. Ihr seht es ja hinter mir, das absolute Chaos. Aber es ist Chaos mit Struktur. Wir sind kurz davor, wieder einzupacken. Wir haben alles aus dem Bus raus, haben den mal grundgereinigt. Nach über einem Jahr Reise und 25.000 Kilometer ist das schon nötig. Und guckt euch mal an, es ist nicht zu fassen. Es ist noch nicht alles draußen. Es sind noch Schränke, da sind noch Klamotten drin. Unser Werkzeug ist auch noch größtenteils im Auto. Aber ich zeige euch jetzt nur mal, was oben im Hochdach lag. Nicht zu fassen. Der ganze Raum ist voll. Und den Kram müssen wir jetzt irgendwie wieder da rein tun. Und dann sind wir fertig. Dann geht's los auf die nächste Tour. Ja, Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke hat uns auch noch einen neuen Zyklonfilter geschickt. Total cool, weil der alte, der ist echt verrostet langsam und das Glas ist auch gesprungen. Sieht halt schon langsam richtig scheiße aus. Hier, guck mal da. So, und das Ding ist zusätzlich auch noch selbstreinigend. Das heißt, wir müssen das Ding nicht dauernd irgendwie beim Regen auskippen oder ich muss jetzt halt, weil ich im strömenden Regen raus, weil es voll läuft. Und das passiert hier nicht mehr und hat gleichzeitig dieselbe Abscheidefunktion. Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Hier so ein Feuerwehrmann-Hütchen. Also ein bisschen komisch halt. Na egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ja, zusätzlich gönnen wir Hermann mal einen neuen Müllrucksack. Diesen Rucksack, der hinten ans Reserverad rankommt, super praktisch, weil gerade wenn man länger wild steht, hat man echt viel stinkenden Müll. Und den im Auto zu haben, ist natürlich blöd, läuft ja immer aus. Und die Müllrucksäcke, die haben halt unten Löcher, dann läuft es hinten am Auto runter. Egal, da kann es ruhig stinken, kann man wieder sauber machen. Und der hat jetzt ein Jahr gehalten. Naja, also wir waren ganz zufrieden damit, aber der ist wirklich am Ende, der ist komplett fertig, hat lauter Löcher. So geht es natürlich nicht weiter. Und der neue, der ist etwas schöner und etwas größer. Jetzt hoffe ich, dass ich hier überhaupt auf das Rad drauf kriege, weil das Rad natürlich nicht allzu groß ist. Die meisten Offroad-Fahrzeuge haben ja größere Räder. Schauen wir mal. Ja, und eigentlich sind die total einfach festzumachen. Hat eben einfach nur 4 Gurte und die muss man dann gucken, dass man die möglichst über Kreuz hinten am Rad durchgibt. Und dann kann man die auch einstellen. Und dann ist das eine geile Sache, wenn man hinten noch mal richtig viel Lager hat. Und da kann auch so Sachen, so Abschleppseile und so ein Kram rein. Die muss man ja nicht durchgehend sozusagen den hinten drin haben, gerade wenn man im Dreck ist und dann stecken bleibt, dann will man ja nicht sein Auto hinten aufmachen. Macht ja nicht so viel Sinn. Das ist ganz schön lang, die Gurte. Ja. Und dann diese hier. Ja, das sollte hinhauen. Das sieht gut aus. Halt, falscher Gurt. Sieht doch nicht so gut aus. Ja, geil, sitzt richtig, richtig geil und ist größer als der andere und deckt noch zu 90% den Reifen ab, was natürlich für die Sonne auch gut ist, weil uns geht ja der Reifen in der Sonne kaputt, wenn der durchgehend in der Stellung ist und jetzt brennt der hier richtig von oben runter. Und jetzt haben wir einen richtig fetten Müllrucksack, hier mit diesen Löchern, wie ich gesagt habe, wo dann der Saft rauslaufen kann. Und der sieht auch viel besser aus als der andere und sieht auch stabiler aus. Schön. Es ist schon wieder unglaublich heiß. Also sind aber auch schon weit gekommen. Also die Hälfte haben wir, die Hälfte ist im Auto.
Aber es ist natürlich relativ viel, wenn man alt raus und man fragt sich immer wieder, was kann man in so einem Bus überhaupt mitnehmen? Geht das überhaupt? Ja, aber also wir nähern uns dem Punkt und wir haben auch mal Kleinigkeiten gemacht, also Dinge, die man sonst nie macht oder irgendwie doch schleifen lässt, aber gemacht werden müssen. Wir haben zum Beispiel mal wieder Silikon auf die Gummis drauf gemacht. Ich meine, der Dreck hier, den kriegst du wirklich nicht raus. Da musst du wirklich mit der Zahnbürste arbeiten. Einfach mal schön mit Silikon eingerieben, dass die wieder schön weich werden. Auch hier, das ist sauber, wie es überhaupt noch nie war, seitdem wir Berlin verlassen haben. Also wir haben echt was geleistet. Das bedeutet, der nächste Teil der Reise geht los. Ich freue mich. Ihr hört ja, hier ist das Mega-Konzert und wir haben irgendein Vieh hier drin, was in unserem Generator lebt. Und wir haben das schon im Auto entdeckt gehabt, dachten erst, es lebt im Auto, es ist ein Vogel, hört sich an wie ein Vogel, aber es ist ein Insekt. Ja? Und das scheint da irgendwie reingekommen zu sein. Wir wissen auch noch nicht mal wo. Jetzt mache ich das Ding auf und wir gucken halt mal, ob wir das Insekt finden. So schön rhythmisch. Jetzt hört es auf, es merkt, wir rücken ihm auf die Pelle. Hier ist es nicht. Das muss da hinten im Auspuff leben. Ja, ja, das ist hier. Hier leben so unglaublich viele Insekten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das ist ja hier noch dieser atlantische Regenwald, also Teile dessen. Und das ist einfach total krass. Also was hier lebt und kreucht und fleucht, das ist einfach unglaublich. Hier. Ich sehe es. Ich glaube, ich sehe, was sich bewegt da. Irgendwas bewegt sich da. Irgendwas bewegt sich da. Da ist er. Da ist er. Das Teil macht den Lärm. Unglaublich. Und er hat schon ein Bein verloren. Ja, das ist unser Freund, der hier rumsingt. So, du kannst jetzt gehen. Nach 2 Jahren Reisen haben wir jetzt hier oben auch mal das Fach aufgemacht. Naja, ist jetzt nicht wunderschön, weil ganz schön durch die Ruckelpiste alles, wie soll man sagen, zerkratzt ist und irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber schaut euch das mal an. Es gibt keinen Schimmel. Ja, es ist überhaupt nichts. Es ist total sauber. Ja, hier ist ein bisschen zerkratzt, aber sonst sieht es ganz gut aus. Und mal ein Tipp. Also wer Wohnmobilist ist oder einen kleinen Camper hat und eine Standheizung drin hat, also wir haben ja eine 2004 1,9 oder 1,8 kW Dieselstandheizung hier drin, nutzt das Ding. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn, sich im Pullover im Auto hinzusetzen und zu sagen, ja, ich schone die Umwelt, was ja nur dazu führt, dass man viel mehr Kondenswasser hat. Das heißt, sobald das anfängt zu kondensieren und kalt ist, fangen wir an mit der Standheizung einfach zu heizen. Warme Luft hält viel mehr Feuchtigkeit, heißt, wir haben keinen Kondens und trocknet dadurch auch ständig das Auto. Habe ich lieber ein offenes Fenster bei 10 Grad draußen oder bei 12 Grad und heize ein bisschen nach und habe dafür ein trockenes Auto. Hier ist wirklich nichts, gar nichts. Und selbst die blanken Metallstellen sind nicht rostig. Das heißt, es war da drin noch nie feucht. Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wir wollen nicht die ganze Zeit an Bus schrauben und freuen uns auf ein paar Tage in der Natur.
was ein Weg. Das haben wir echt Schwein gehabt. Wenn wir hier noch vor 3 Tagen durchgefahren wären, wären wir hier nie angekommen. Das hat ja vor 3 Tagen so unglaublich geregnet. Keine Chance, ja, absolut nicht. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir also noch doppelt Schwein hatten, weil es ist direkt vor uns, also wirklich direkt vor uns ist dieses Reinigungsfahrzeug da durchgefahren und also der den Boden da glatt macht und dadurch konnten wir halt da wunderbar gerade durchfahren. Mit Flussdurchquerung, ich meine 15 Zentimeter Wasser ist jetzt nichts Tolles, aber noch vor 3 Tagen war da ein halber Meter, da wärst du dann nie durchgekommen. So, und jetzt ist total cool, also guck mal, wir stehen da hinter den Bäumen, seht ihr das mit diesem kleinen Häuschen da? Und wir kommen hier gerade an und wollten, ja, Salto Suizo ist so ein Berg, der hier in der Nähe von Melgarejo ist, einfach mal ein bisschen ausspannen und uns auf Weihnachten vorbereiten und einfach mal die Zeit genießen, was Schönes erleben. Ja, dann kommen wir eben hier an und dann sagt der Besitzer, na, wollte er jetzt hier unten stehen oder wollte er lieber nach oben fahren? Mit dem Auto schaffst du es bestimmt nach oben. Also ehrlich gesagt, ihr kennt ja unser Auto, wir hätten es vor ein paar Tagen nicht geschafft. Aber jetzt, seitdem das Ding in Ordnung ist und wirklich läuft die Kiste, naja, fährt der hier einfach mal locker flockig hoch. Ja? Und jetzt stehen wir hier oben direkt an der Kante. Also wir stehen jetzt hier direkt an der Kante und da haben wir eine Bombenaussicht bis nach da unten. Also richtig schön, kann man nichts sagen. Ja? Ist auf jeden Fall genau das, was wir gesucht haben. Wir wollen unsere Ruhe mal ein bisschen haben. Einfach wieder in der Natur sein, wir wollen im Bus sein. Ich meine, deswegen sind wir ja unterwegs, nicht dauernd in so einem komischen Haus da abhängen. Und ja, und da haben wir genau das, was wir möchten. Gleichzeitig haben wir noch einen schönen Schatten mit dem Häuschen hier, haben Grill, können uns da auslassen. Ja, da freuen wir uns drauf. Ein paar ruhige Tage. Haben wir alles? Ich glaube so. Ich glaube auch. So, fehlt noch die Hefe, eine Reibe. Ja, ist ja Weihnachten. Also bleibt uns ja nichts anderes übrig, als auch an Weihnachten was Weihnachtliches zu machen. Und da wir in Paraguay sind, wird sehr improvisiert. Wir ohne Kühlschrank. Ohne Kühlschrank. Ach ja, der Kühlschrank ist ja auch noch kaputt. Also insofern, ja, das wird jetzt lustig. Also, wir machen den Christstollen im Omnia-Ofen. Also in unserem Campingofen machen wir den Christstollen. Und da gibt's natürlich jetzt einige Sachen, bei denen wir improvisieren mussten. Also zum einen, wir hätten zwar Rum bekommen, aber wir haben uns entschieden, wir nehmen Cachaça für die Rosinen. Das erstes. Zweitens gab es kein Orangat und Zitronat. Wir haben uns entschieden, wir reiben einfach von der Schale ab bei beiden. Der Geschmack, der wird schon reinkommen in den Stollen. Man hat halt dann nicht diese Stückchen. Und die Mandeln kaputt. Genau, wir müssen nämlich Mandeln hacken. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen es mit dem Mörser und machen einfach die Mandeln platt. Genau. So, das ist mal Schritt 1. Omnia, für die, die es noch nicht kennen, unser Backofen. Wir machen auch gar keine Werbung für die, wir finden die einfach nur gut. Und wir nutzen den schon auf der ganzen Reise. Und man kann da drin eigentlich alles machen. Also wir versuchen jetzt mal einen Stollen. Meinst du, das wird was? Bueno, no lo sé, la primera vez. No puedo decirlo. Also beim ersten Mal wird es ja meistens nicht so gut, aber wir hoffen, dass es gut wird. Und unsere hat ja sogar mit Temperaturanzeige. Also wir sollten das eigentlich irgendwie hinkriegen. Besser, ne? Kriegen wir besser raus. Kennt ihr eigentlich die Geschichte von unserem Silikon? Wir waren in Sizilien, haben in Sizilien gecampt und da waren lauter Wildkatzen. Und aus unserem Vorzelt haben die dieses Silikon geklaut. Beim ersten Mal nur geklaut, über den Zaun geschleppt, wir wiedergefunden. Am nächsten Tag wieder geklaut und aufgefressen, also zur Hälfte aufgefressen.
Und das Ding ist total wichtig, weil ohne das brennt es an. Und es riecht aber halt schön nach Backware. Und dann haben echt die Katzen unser Silikon gefressen. So, damit machen wir es. Auf geht's. Das alles soll jetzt 30 Minuten lang stehen bei warmer Temperatur. Haben wir hier ja keine Probleme, ist warm genug. Und danach geht es dann weiter. So, jetzt kommen da 150 Gramm Butter und Zucker rein. Und die Butter muss weich sein. Aber wie ihr seht, ist ja wie gesagt, unser Kühlschrank ist ja nur kaputt. Und mit weicher Butter haben wir echt kein Problem, damit können wir dienen. Die ist so dermaßen weich. Also weicher geht schon nicht mehr, das wird sich schön kneten lassen. Perfekt vorbereitet. Irgendwie steht auf den Packungen drauf 200 Gramm Butter, aber die ganze Packung mit Alufolie wiegt nur 189 Gramm. Also dann Zucker 50 Gramm. Ja. Sal. Vado, Prise. Ja, poco más. Ja, perfekt. Ja, und jetzt alles schön durchkneten. Knethaken haben wir nicht, bleibt die Hand, da kommt der Ehering ab. Baby, du nimmst den Ring. Oh, lo sé, si es mejor dejarlo. Also, um ihn nicht zu verlieren, ist besser dran zu lassen, aber es reinigt hier. Du hast da. Du kriegst. ¿Dónde lo pongo? Naja, irgendwo, wo wir nicht verlieren. Genau dort hinten. Donde nunca lo perdimos. Cosas que pensamos siempre lo mismo y al final perdimos. Ja, es ist ja immer ist hier. Guter Ort. Aber ihr kennt es ja, wenn man Sachen dorthin packt, wo man sie definitiv nicht verliert. Das ist dann der Ort, an dem man sie definitiv nicht wiederfindet. Está un agujero negro profundo. Ja, das ist schrecklich. Lleno de cosas. Nicht viele Sachen haben wir schon wirklich in diesem Loch verloren. Ja, jetzt schön durchkneten, bis es eine Masse ist. Und danach hier Orange, Mandeln und den ganzen Rest rein. So, wenn der Teig dann so eine glatte Masse ist, der riecht auch schon total nach Christstollen, ist ja total cool. Glatte Masse ist, dann kommt hier unser selbstgemachtes Orangat-Zitronat rein. Für den weihnachtlichen Geschmack. 100 Gramm Mandeln. Und ganz, ganz wichtig, unsere Rumrosinen. Die haben wir schön eingelegt. Also sind ja keine Rumrosinen, sondern Cachaça-Rosinen. Den Cachaça muss man jetzt austrinken, ja, dass der weg ist. Und dann kommen die Rosinen da rein. Ja, also 8 ist es nicht, aber es ist definitiv zu früh, um Cachaça aus dem Becher zu trinken. Genau, wir heben den Cachaça auf für später. So, den Rum abgießen oder den Cachaça abgießen. Und dann kommen die Rosinen hier rein. Und dann wird das alles nochmal richtig durchgemengt. Nachdem man es geknetet hat, muss es eine Stunde dann nochmal stehen. Abgedeckt natürlich mit dem Handtuch, schön feucht. Und dann geht der Teig wohl. Und danach kommt er in Omnia und wird gebacken. Also ich bin echt gespannt. Aussehen tut er schon mal gut. Nach einer Stunde ziehen ist der Teig irgendwie gar nicht aufgegangen. Aber ich glaube, das musste er auch gar nicht, weil der so schwer ist. Und jetzt soll man den platt drücken und dann in diese Form hier rein. Da soll er dann nochmal 20 Minuten stehen. Gut. Na, du auch? Gibt was Feines zu futtern, ne? Ja. Was gibt's denn? Es la única cosa que se come la Vilma. Por mala suerte. Muy mal por la salud, pero es la única cosa que se come. Ja, Corned Beef. Mit Reis und Apfel. Ja, das ist eben das Einzige, was die noch isst. Wir haben am Anfang war es wirklich nur Corned Beef und Reis und man hat wirklich gesehen, dass der Vitamine fehlen. Und die isst halt keine Mohrrübe, das mag sie alles nicht. Das ist halt so ein bisschen schwierig, da Vitamine reinzukriegen. Und wir haben entdeckt, sie mag auf einmal Apfel. Mochte sie noch nie. Seitdem ein paar Tagen mag sie jetzt Apfel. Und seitdem sie Apfel isst, ist sie auch relativ gerade wieder. Also sieht wieder fit aus, spielt wieder, rennt hier mit einem anderen Hund rum. Aber eben halt immer nur für 10, 15 Minuten und danach muss sie halt wieder fressen. Aber mit dem Corned Beef frisst sie wenigstens. ...20 Minuten sind um. So, da ist er.
Im Auto war es noch wärmer als draußen, obwohl es draußen schon warm genug ist. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, so und das Ding kommt jetzt auf den vorbereiteten Ofen. So, ich glaube, das Ding ist fertig. Schön. Wollen wir doch mal gucken? Ja, das sieht doch super aus. Hier hat schon einer genascht. Schmeckt nicht wie Stollen, aber sieht gut aus. Ja, also Endresultat sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber normalerweise würde man jetzt mit Butter einreiben, dann kommt Puderzucker drauf und dann wird der ja irgendwie eine Woche oder so gelagert, damit der dann richtig durchzieht. Da wir ein Kühlschrankproblem haben, haben wir aber Hunger und deswegen haben wir entschlossen, wir lassen das und werden das einfach mit unserer letzten Milch sozusagen gleich essen. Das ist unser Weihnachtsstollen und wir haben ganz tolle Weihnachtsfeelings. Ist der nicht schön geworden? So. Al final salió un Ja. Christstollen. Christstollen. Also Rezept ist Christstollen. Am Ende ist es ein keksiger Hefekuchen mit Rosinen, der nach Orange und Zitrone schmeckt. Aber Hicimos lo que pudimos para realizar algo parecido y ha salido genau, bien. also es ist auf jeden Fall was geworden und wir können es essen. Das ist ja schon mal Vorteil. Und hier, du kannst ja mal deines Amtes waltern. Und natürlich in Paraguay mit Tereré. Auch wenn es eine Mate-Tasse ist, wir machen es schön Tereré. Es ist nämlich immer noch warm. Und Tereré bedeutet ja kalter Mate. Ja, Perfecto. und was war es bei Mate? Ganz wichtig. Wie war es? Wie sagte Nico immer? Den ersten General ausspucken. Muss raus. Der erste General muss raus, weil da noch so viel Pulver mit drin ist und es ist schlecht für den Bauch. Deswegen ausspucken. Und? Not bad. Se ha mejorado con el tiempo. Stimmt. Dejarlo un poco al lado. Der ist wirklich Not besser bad. geworden. So, Ja. nosotros vamos a pasar la segunda Navidad en Sudamérica. Genau. Und mit Sachen, die wir dieses Jahr auf unserer Reise eingesammelt haben. Die Tasse, Buenos Aires, ein tolles Geschenk von Freunden von uns. Der Tee, Selecta, wo wir uns angeschaut haben, wie man Mate-Tee macht. Und all das, Y esta vez una Navidad caliente. genau, dieses Mal eine heiße Weihnacht. Beim letzten Mal war Weihnachten ziemlich kalt in Ushuaia mit 100 km/h Wind und Winterjacke. Diesmal, guck mal, Flipflops Ja. oder Badelatschen und T-Shirt und es ist warm. Ne? 25 grados. Ja, 35 Grad, was will man mehr. Also, ihr Lieben, frohe Weihnachten. Prost. Weihnachten. Ich wollte schon Prost sagen. Frohe Weihnachten für alles. Esperamos de encontrarnos el próximo año, todos juntos otra vez. Y mi deseo para el nuevo año, el próximo año, es que por fin podemos seguir nuestros viajes. Hemos arreglado más o menos todos los problemas que tuvimos. Lo Bis auf más den importante. Exacto, esto es un próximo. Pero creo que se vaya en el nuevo año, no sé, vamos a ver. Y finalmente podemos seguir el viaje. Destinación Bolivia. Genau, das ist das Ziel. Und euch natürlich auch danke für eure Treue, für die lieben Kommentare, für die Zeit, die ihr mit uns verbringt. Danke für die Unterstützung bei PayPal. Das ist echt mega klasse. Warte, ich mache neues Wasser rein. Danke. Es gibt ja immer den Mate-Bediener und den Mate-Trinker. Ich bin heute der Bediener. So, hier. Schön. Prost. Genau. Danke für die Unterstützung. Uns hilft es sehr. Super lieb von euch und ja. Und rutscht gut rein ins neue Jahr. Videopause natürlich. Über Weihnachten neu gibt es kein Video von uns. Das haben wir schon im letzten Jahr gemacht. Das macht keinen Sinn. Und wir sehen uns dann sozusagen, ich glaube am 5. Januar ist der nächste Montag. Also auf jeden Fall irgendwann in der ersten Januarwoche wieder.
En Paraguay, cuando se acerca la noche, los insectos en los bosques empiezan a gritar increíblemente fuerte. Wir sind halt hier im Urwald. Also es ist immer noch Urwald, es ist einfach Dschungel. Und die sind so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr hört. Chachi, Ja. es mejor si salimos porque empieza la lluvia y la calle puede ser difícil de conducir más tarde. Oh, ich komme. Ja. Vamos. Es regnet ja nicht mal doll, aber das Problem ist, wenn hier die Erdstraße erstmal richtig matschig ist, dann fährt man hier gar nicht mehr, weil dann geht's Profil mit dem Lehm voll und dann kommt man hier solche kleinen Hügel, die ja eigentlich nichts Schlimmes sind, aber einfach nicht mehr hoch. So, das heißt, wir sind ganz froh, dass wir jetzt hier wegkommen, weil es ist richtig dunkel und es wird richtig losregnen jetzt. Jetzt Schwimmbad. Ahora estamos swimming. Nunca terminar que las ruedas se mueven. Das ist lo más importante. Madre mía. Cuidado aquí. Ja. Después el puente que va a terminar esta calle, ¿no? No es más tierra. Wir haben es geschafft. Es war wirklich knapp. 20 Minuten später wären wir nicht mehr durch den Fluss gekommen. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr.